wenn wir das Ganze betrachten, wird es ab diesem Jahr eine neue Football-Liga in Europa geben, die European League of Football. Und du bist ja ein Coach des Hamburger Teams. Was erwartest du von der neuen Liga und aus deiner Sicht? Und warum braucht Football Deutschland jetzt diese Liga? Tja, also was erwarte ich und das, oder beziehungsweise warum braucht Football Deutschland? Ich weiß nicht, ob Football Deutschland das braucht. Ich glaube einfach nur grundsätzlich braucht Football das. So, Mhm. nicht nur Deutschland, weil das soll ja europäisch stattfinden. Ich Ja. glaube, in anderen Ländern ist das ja ähnlich. Also ich habe natürlich mit Frankreich so ein bisschen mehr zu tun gehabt, ein paar Ja. Jahre lang. Die kämpfen ja mit ähnlichen Situationen. Mhm. So. Ich für mich, als das Ganze losging und ich davon Wind bekommen habe, habe mir halt die Frage gestellt, okay, was hast du denn jetzt die letzten 10 Jahre so gemacht? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was hat der Football denn die letzten 10 Jahre so gemacht? Und es war ja so eigentlich das beste Beispiel, also wenn die Franzosen da auf der Europameisterschaft unterwegs gewesen sind. Ja. Die wurden nun ein bisschen mehr vom Verband auch gepusht und Mhm. unterstützt und so weiter. Und dann guckst du zum deutschen Team rüber, wo du sagst, der größte Verband Europas, die stärkste Football-Nation hier in Europa eigentlich. Und sie taten mir leid. Also in den, ich sag mal, in den Rahmenbedingungen, die Ja. da stattgefunden haben. Und das war so für mich, wo ich gesagt habe, Mensch, wir haben uns nicht wirklich nach vorne bewegt. Also damals als aktiver Spieler zum Beispiel Hamburg, Braunschweig. Da sind 5000 Fans allein aus Hamburg mit nach Braunschweig gefahren. So, da hast du ein volles Stadion gehabt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das gecheckt, da war irgendwie Braunschweig hat einen Durchschnitt von, keine Ahnung, 2800 Zuschauern im Schnitt. Ja. Das ist ja, Das ist nicht. weißt du, zu denen, wo man hergekommen ist. Eigentlich müsste das ja andersrum sein, mit diesem ganzen Football-Hype, der über die Jahre hier entstanden ist. So, und das ist, glaube ich, so ein Stück weit meine Hoffnung, dass man da Football die Aufmerksamkeit zukommen lässt, wie es sein sollte. Ja. Wir verdienen So, da wenn du jetzt noch. durch Hamburg gehst und fragst mal einen, ey, der da irgendwie Footballklamotten hat, dann weißt du eigentlich, dass hier in Hamburg Football gespielt wird. Dann sagt er, ja, früher, ne, mit den Blue Devils meinst du, oder Sea Devils. Dann sagst du, nee, das hat damit nichts zu tun gehabt. Und daran siehst du das. Oder wenn du mal sagst, wer sind denn die Braunschweig Lions oder kennst du Schwäbisch Hall Unicorns? Die gucken dich an wie ein Auto, ne? Ja. Du hast ja nur diese Football-Community sozusagen, die da so ein bisschen involviert ist. So, und das war so für mich, wo ich gesagt habe, eigentlich kann es nur nach vorne gehen. Ne? Ja, du hast ja, also du hättest sicherlich in jedem Footballverein im Norden coachen können, würde ich mal so sagen. Ähm, Was hat dich denn dann dazu auch bewegt, irgendwie dich dann von diesem Vereinssystem zur ELF zu wechseln? So war das genau das, was du eben beschrieben hast, zu sagen, ich möchte, dass der Football größer wird, oder gab es da noch andere Dinge, die dich motiviert haben, das zu machen? Sowohl als auch. Einmal natürlich klar, dieser Grundgedanke, aber ich bin ja auch kein Missionar oder was, weißt du, die sagen ja, oh hier und alles wird jetzt toll und ich. Ja, Ähm, die zweite Sache, die sich da jetzt für mich als Trainer einfach mal ergeben hat, dass du auch mal unter, ich sag mal, professionalisierten Bedingungen auch coachen kannst und auch Spieler um dich herum haben wirst, die genauso denken, ja, um das mal so ja, auszudrücken. Ne? Also nicht die klassischen Leute so dabei hast, wo du sagst, ein paar Liegestütze wären mal gar nicht schlecht, die rechtzeitig zu machen. So, und das war so für mich die Möglichkeit. Wir haben ja hier, guck mal, speziell in Hamburg, haben immer alle darüber gesprochen, was wäre eigentlich mal, wenn wir Hamburg mal unter einen Hut bekommen ja. würden. Das ist ja nicht, ich habe ja auch gesagt, guck mal, ich bin Hamburger, ich habe meine besten Zeiten mit den Blue Devils gehabt und habe jahrelang in Kiel gecoacht. Ja, Bin da hunderte von Kilometer tagtäglich gefahren, mehr oder weniger oder wöchentlich. Und natürlich hat man sich eigentlich gesagt, wieso mache ich das? Also das ist aber dann hat der wieder, das ist doof, dieser und der ist doof, dieses Ganze, du kennst das, ja, ihr kennt das selbst auch, hat mich immer immens genervt. Und jetzt habe ich einfach mal so gesehen, diese Chance, ey, das kannst du mal einfach mit was Neuem, was gestalten, was vielleicht mal dem Hamburger Football gerecht wird. Ne, so, und da sehe ich einfach auf jeden Fall eine große Möglichkeit, wirklich mal zu sagen, hier spielt jetzt mal Hamburg. ja. Und was meinst du, was für Auswirkungen wird das auf den
Football haben, und zwar besonders auf den Amateursport in Deutschland? Meinst du, das wird da große Auswirkungen haben, das Ganze? Meinst du jetzt auf die Mannschaften an sich? Insgesamt, ja, genau. So. Ich glaube, das muss man immer gucken. Also mir wurden natürlich auch Fragen gestellt, mit den Spielern, laber. Und dann sage ich, ja, wie ist das denn jetzt? Jetzt ist hier, ich kann jetzt nur oder ich rede jetzt mal für den Norden. Ja, wenn eine Mannschaft wie Kiel sich aus dem Hamburger Spielerpool bedient, da haben wir ja auch gemacht, als ich in Kiel Trainer war. Ja. Oder der Lübecker aus Hamburg oder Hamburg aus. Da wurden ja auch Spieler versucht, für einzelne Footballprogramme sich zu begeistern, sozusagen. Ja. Und ich denke, es gibt ja so einen Spruch, irgendwie Konkurrenz belebt das Geschäft. So. Ja. Und ich glaube, jetzt ist eine Mannschaft mehr dazu gekommen. Wenn du aber alle Mannschaften, die jetzt hier im Norden sich so bewegen, sozusagen, da wird ja nicht so sein, dass irgendeine Mannschaft komplett deswegen stirbt, um das mal so auszudrücken. Genau. Weißt du, das ist das beste Beispiel, in Hamburg, in Harburg jetzt, wenn man da ein Football-Talent hat, wo du sagst, ey, ist das hier Perlen vor die Säue schmeißen, dann hätte ich als Trainer die Erwartung, dass dann irgendeiner kommt und sagt, ey, guck dir den mal bitte an, der muss hier weg, der muss höher spielen. Ja. Und jetzt hast du einfach mal die Plattform dafür geschaffen. Ich glaube, so ausgedrückt, die leistungsorientierten Spieler werden ein zusätzliches Ziel vor Augen haben. Ich glaube, das ist einfach so vielleicht der am besten ausgedrückt, dass einzelne Spieler in einzelnen Mannschaften, die irgendwo an so ein Limit gekommen sind, wo sie sagen, ich mache mal den nächsten Step und versuche dann nochmal irgendwie mein Glück und auf einer anderen Ebene sich nochmal präsentieren zu können. Ich glaube, so kann man das eigentlich sagen. So, es gibt eine Mannschaft mehr, so was ich schon mal meinte, mit Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber ich glaube, das wird sich halt ein bisschen, wie gesagt, der reine Vereinssport, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt so einen immensen Schaden davon tragen werden. So, wenn wir das nämlich gemeinsam irgendwie ein bisschen hinbekommen, es geht nicht darum, einfach Spieler aus irgendwelchen Mannschaften wegzusaugen oder so, sondern einfach zu gucken, ey, lass mal wirklich schauen, wer ist denn da so, vielleicht wo der Spieler auch selbst sagt, ich möchte das gerne. Na, ich glaube, das ist meine Hoffnung. So, also es geht nicht darum, jetzt irgendwie, wir werden da auch, also jetzt in Hamburg zumindest, keine Spieler irgendwie mitnehmen, um Jerseys zu füllen. So, Hauptsache wir haben ganz viele oder wie auch immer, das ist totaler Quatsch. Und ich stehe auch schon im Austausch mit verschiedenen Vereinstrainern, wo wir dann drüber sprechen, die mich manchmal vielleicht auch anrufen und sagen, du, ich habe hier einen und dann schau dir das mal an. Oder andersrum, wo ich dann sage, ey, Entwarnung, macht euch da nicht wild. Die Kommunikation ist schon ganz okay, würde ich mal so sagen. Das ist ja auch oft das Positive. Wenn man kommuniziert, dann kann man auch besser miteinander umgehen, ne? Respektvoller einfach. Ja, ganz genau. Und weißt du, ich denke dann auch immer, das habe ich aber immer gesagt, egal, auch wenn Spieler, die ich gecoacht habe, die dann gesagt haben, ey, Coach, ich treffe eine andere Entscheidung. Was auch immer das war, die haben von mir immer gekriegt, ey, danke für die Jahre, war eine coole Zeit. Man weiß ja nie, was es in 2, 3, 4 Jahren, nächstes Jahr, das vergessen die immer alle. Dann wird ja ganz oft auf so einer persönlichen Ebene plötzlich gesprochen. Da habe ich gesagt, Spieler sind doch nicht das Eigentum der Trainer oder der Vereine. Das wird immer so dieses, oh, wir haben jetzt das und das für dich getan und jetzt musst du aber für uns. Ich habe ja nun auch selbst gespielt. Ich habe noch nirgends einen Vertrag unterschrieben, wo dann sagt, im Grunde genommen hätte ich auch mal sagen, na, ich habe doch aber auch Vereinsbeitrag gezahlt. Ja, genau. Weißt du, so, wenn du jetzt das kannst du schwer, finde ich, vergleichen. Und das ist immer das Problem, finde ich, glaube ich, von einigen Vereinen. Die vergessen immer, was wie gesagt, in 2, 3, 4, 5 Jahren vielleicht ist. Wenn wir Leute auch damals nach Kiel geholt haben, die wurden ja nicht hingekauft. Das ist ja totaler Quatsch, wenn das Leute denken, wo soll denn so das herkommen, sondern die haben sich dafür entschieden, weil vielleicht das sportliche Umfeld in dem Augenblick besser war, sie andere Perspektiven hatten und so weiter. Ne? Aber egal wer Kiel oder wo auch immer ich vorher gecoacht habe, wenn mich da ein Spieler verlassen hat, gab es immer nur, ich sag jetzt mal, warme Worte. Ja. Da gab es nie irgendwie komischen Beef oder so ein Quatsch. Und das nervt mich zum Beispiel auch bei Vereinssport hier bei uns in dieser Footballwelt manchmal. Ja.
erzählen können sie immer alle viel. Oh ja, und dann eigentlich sind das alles nur Engel. Auch ich, eigentlich bin ich ja hier, ich habe noch nie was Böses gemacht, aber wenn du das mal alles mitkriegst, was dann hier und da dann trotzdem passiert ist und vor allen Dingen immer auf den, ich sag jetzt mal auf den Rücken der Spieler, Ja. ist das irgendwie so. Und das vielleicht auch nochmal, um auf die Frage davor mit der ELF, das wird es da nicht mehr geben und das ist das Schöne. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Entweder du willst das spielen und aufgrund der Leistung und so weiter, aber alles andere ist erstmal sekundär. Und meinst du, dass es noch weitere, wie soll man sagen, also Chancen oder was bietet die Liga denn noch Coaches und Spielern an? Oder was vermutest du, wird sie denen anbieten? Ach, ich glaube einfach nur unabhängig von der Spielerstärke und grundsätzlich von den Vereinen, was ein ganz großer Faktor ist, eine Art Chancengleichheit. Also das gibt es ja so viele Sachen, was wieder dafür steht und die Parallelen, die gezogen worden sind, dass du wirklich weißt, eigentlich jede Mannschaft oder jeder Franchise in dieser Liga hat die gleichen Rahmenbedingungen. Ja. Was du dann nachher daraus machst, das ist ja immer noch individuell dir überlassen, aber du hast halt den gleichen Rahmen. So, und das ist halt auch eine Sache, die jetzt, wenn du guckst, also GFL-Bereich zum Beispiel, das ist ja so typisch. So irgendwie spielst du, machst Twos hin und her und kurz vor den Playoffs zieht da irgendeiner 5 neue Spieler, Amerikaner mit einem deutschen Schäferhund, die dann keinen A-Status haben und die dann da plötzlich mitspielen. Genau. So, und dann in den Playoffs am besten nochmal irgendwie. Und das nervt dich ja auch irgendwo als Trainer oder so. Frustrierend, ne? Ja, nee. Ich will gar nicht die Leute verurteilen, die das machen, weil wenn du es kannst, dann machst du es vielleicht auch. Ja. Aber die Sache an sich ist schon, hier und da hängt die so. Und das ist meine Hoffnung auch, und das sieht, glaube ich, auch ein Spieler. Ja. So, das ist ja immer eine Sache, wenn man sagt, ey, ich setze auf dich und ich spiele mit dir. Und kurz vorher, bevor es dann richtig interessant wird, kommt dann ein anderer und heißt das, jetzt geh mal einen Schritt beiseite, weil jetzt ist der da. Genau, das wird es da ja. So, und das wird es da so nicht geben, genau. Ja, super, danke.